The dream I had for the church plant is that we would plant a disciple-making, church-planting church that would reach and transform Germans and ultimately Germany. I dreamt of the church so full of God, so full of life, that it filled the city around it with colour, kind of like when you change a black and white image into a colour image. One thing I've learned, honestly, is patience. You know, God's timing doesn't always work out the way that we would ideally like it, but in the end, God's timing is perfect, and I've learned to wait on Him and to trust Him. This experience really has changed the way that I see church and think about church, because I experienced church in a completely new way as spiritual family. You know, I think we were all pretty naive when we came here. I think we didn't realize how challenging it was going to be with culture shock, with the weight of planting churches. And I think we either had to really dig into God or kind of not make it. And so for most of us, that's what we learned, really how to dig into God and especially how to pray. One really special memory for me from the last 10 years is that on a leadership camp that we did, a Leitpunkt camp, I felt a nudge from the Holy Spirit to entrust and challenge the mission to the Germans. And so I asked all the non-Germans to leave the room, and I challenged the Germans to take charge of the mission. And then I left, and they rose up and took the challenge, and the Spirit fell. Ich erinnere mich gern an einen Moment vor ein paar Jahren auf unserer jährlichen Leiter-Klausurtagung, als plötzlich alle Südafrikaner und alle nicht-deutschen Gemeindeleiter den Raum verließen und uns deutsche Gemeindeleiter zurückließen, als symbolische Geste, indem sie sagen wollten, wir vertrauen euch mit diesem Projekt, es ist unsere gemeinsame Kirche, es ist nicht unser südafrikanisches Projekt, es ist eine Gemeinde in Deutschland, für Deutschland, in der deutsche Verantwortung übernehmen dürfen, Gemeinde zu bauen. One of my highlights from the last 10 years was Carsten's ordination. It was so incredible to just see the dream that we had of coming to Germany and planting a church and raising up Germans being fulfilled in him being ordained as one of our pastors. Also ein ganz besonderer Moment war für mich, als das, was ich schon lange irgendwie gespürt habe, aber nicht benennen konnte, als Jim LaFoon diese Prophetie über mich ausgesprochen hat, dass Gott mir die Gabe der Evangelisation gegeben hat. Mein erster Eindruck von der Gemeinde war total überwältigend, weil ich auch als 12-jähriges Kind gekommen bin und für mich war das alles komplett neu, weil ich noch nie in einer Gemeinde vorher war. Und ich fand es mega schön und habe mich sofort willkommen gefühlt. Ich bin am dankbarsten für die vielen tollen Menschen, denen ich in dieser Zeit begegnen konnte und mit denen wir gemeinsam Gottes Reich bauen. Und was mich so dankbar macht, ist radikale Lebensveränderung von Heilung, innerer Heilung und wirklich Zeichen und Wunder, wo Leute sich ihr ganzes Leben verändert hat. Besonders dankbar bin ich, dass Every Nation jetzt schon seit 10 Jahren mein Zuhause ist. Hier bin ich gewachsen, hier habe ich tiefe Freundschaft erfahren und eine Leiterschaft, die mich immer wieder herausgefordert hat, nicht stehen zu bleiben. Ich denke, mein Highlight war einfach, ganz viele Leute kennenzulernen und auch gute Freundschaften. Also man weiß, viele gehen hin und her und man lernt viele kennen, aber wirklich ein paar wirklich gute Freundschaften, mit denen man durch dick und dünn geht. Eigentlich ist das Beste, was passiert ist, dass ich damals die Gemeinde gefunden habe. Ich war super dankbar, dass Gott mir einfach diesen neuen Platz gegeben hat. One thing that I'm for sure grateful for is that if I hadn't come to Germany, I wouldn't have met my beautiful German wife Ruth, and I wouldn't have my beautiful daughter Sela. So that's the thing that I'm definitely the most grateful for. One thing that I really like about Berlin is the public transport, because you can go anywhere you would like to, and if you just buy the ticket and we get it for free, you can go anywhere in Berlin and it's safe. Well, the obvious one is also education. The education is great here. You can be whatever you want and university is free. I like that it's safe even to travel at my age. And I like the parks to play with my friends. I think my dream is to see the presence of God grow even stronger in our midst, and to have His manifest presence with us.
and also to experience more miracles and more of his demonstrative power, and also to have more songs in German going up before his throne, which are anointed and change lives. Mein Wunsch und mein Traum für Every Nation Kirche Berlin ist, dass noch mehr Menschen nach Hause kommen, also zum Vater, zu Gott, und dass die auch in unserer Kirche ein Zuhause finden. So my greatest wish is to see kind of people starting from scratch and just reaching the highest heights they can in the kingdom, you know, like reaching people who don't know God and then just watching them develop into leaders and grow in character and then make disciples themselves. I just really want to see more and more of that. It's wonderful every time. Durchbruch. Hosting the Holy Spirit. Gott erleben, know him more. For marriages and babies. Bring the lost in. Come on home. Nachwuchs. Radikalen Nachfolger. Grow from strength to strength. Und diese Stadt verändern.